Hallo und willkommen zu einem weiteren Motion Capture Tutorial. In diesem Video lernt ihr, wie ihr animierte Charaktere aus Maya nach Unreal importieren könnt. Aber einiges solltet ihr vorher beachten. Skelette funktionieren in Unreal nämlich ganz anders als in Maya. Dort gibt es nämlich keine 3D-Repräsentation von Skeletten, sondern nur Listen, die die Knochen und deren Hierarchien repräsentieren. Der Hauptfokus liegt in Unreal also nicht auf dem Skelett-Mesh, sondern auf der Verarbeitung eurer Animationsdaten. Deshalb müsst ihr vor dem Export euer Skelett in Maya vorbereiten, denn es ist wichtig, dass die Knochenhierarchie exakt stimmt, bevor ihr sie weitergebt. Wie ihr das tun könnt, erfahrt ihr in unserem Maya-Tutorial. Seid ihr fertig, geht es an den Export. Doch Vorsicht! Viele versuchen beim ersten Mal, die Figur sofort mit der Animation in Unreal zu importieren. Dadurch bekommst du aber eine sehr fehlerhafte Animation heraus. Das liegt daran, dass Unreal keinerlei Skelettinformationen über eure Figur erhält und Animationen fälschlicherweise als Skelett importiert. Dazu müsst ihr einmal die Figur mit Skelett, aber ohne Animation exportieren. Das wird später euer Figurenasset. Und danach noch einmal mit der Animation. Das wird dann später euer Bewegungsasset. Okay, erstmal gehen wir in Maya und öffnen unsere Szene, die wir exportieren möchten. Das habe ich schon mal gemacht. Wir sehen es hier. Hier ist unsere Figur mit unserem Skelett und unserer Animation, die ich vorbereitet habe. Genau. Stoppe ich mal wieder und das erste, was wir machen möchten, ist, wir nehmen unser Skelett und ziehen es mit in die Gruppe von dem Mesh rein. Ist einfacher für den Export. Dann stellen wir noch unsere Figur in die T-Pose, damit der Export sauberer ist. Das machen wir einfach, indem wir die Figur auswählen oder das Mesh auswählen, genauer gesagt. Und hier oben von Modeling auf Rigging umschalten. Und dann können wir unter Skin, Go to Bind Pose, die Figur in die T-Pose stellen. Ganz einfach. So, jetzt müssen wir unsere Gruppe auswählen mit unserem Skelett und unserem Mesh und können unter File, Send to Unreal und Selection die Exporteinstellungen öffnen. Da suchen wir erstmal das Projekt aus, in das wir exportieren möchten. Das meiste ist hier Test. Und ich gebe dem erstmal einen Namen. Wie gesagt, wir möchten erstmal nur die Figur und den Skelett exportieren, nicht irgendwelche Animationen. Also nenne ich es einfach mal Figur Test. So. Jetzt schauen wir mal in die Exporteinstellungen. Die sind hier drüben. Unter File Type, Specific Options, Include und Geometry aktivieren wir erstmal die Smoothing Groups. Zusätzlich müssten noch Smooth Mesh und Referenced Asset Content aktiviert sein. Dann öffnen wir Animation. Und obwohl ich jetzt gesagt habe, wir exportieren keine Animation, müssen wir Animation anhaken, damit wir unten unter die Form Models das aktivieren können, Skins aktivieren können und Blend Shapes aktivieren können. Der Clou ist nämlich, wenn wir das nicht aktivieren, kann es sein, dass euer Binding von Mesh und Skelett nachher beim Export kaputt gehen könnte, sodass ihr nur noch das Skelett und nicht mehr das Mesh bewegen könnt. Deshalb ist es so ein kleiner Tipp von mir. Bake Animation müssen wir aber deaktiviert lassen, ansonsten würden wir unsere Animation mit exportieren. Dann schauen wir weiter. Hier unter Advanced Options, unter Axis Conversion müssen wir die Up-Axis zu Z ändern. Das hat den einfachen Grund, dass in Unreal die Achsen anders gedreht sind und wenn wir das nicht ändern würden, würde es uns die Figur falsch orientiert exportieren. So, und jetzt nur noch unter File FBX-Format. Da lassen wir FBX 2019 Binary. Wir wollen ja auch eine FBX. Und das wären auch schon alle Einstellungen. Also können wir unter Export Selection einfach exportieren. Genau. Das wäre schon mal der erste Part. Der zweite Part wäre jetzt unser Mesh und unser Skelett mit der Animation zu exportieren. Also können wir wieder unsere Gruppe auswählen. Unter File, Send to Unreal und Selection die Exporteinstellungen öffnen. Wieder das Projekt suchen. Das wäre ja hier. Gebe ich den Namen Animationen. Test. Und jetzt können wir eigentlich alle Einstellungen lassen, bis auf die eine unter Animation. Da müssen wir jetzt Bake Animation aktivieren.
Und hier seht ihr noch, dass ihr zum Beispiel den Start- und den Endframe bestimmen könntet. Also wenn ihr eure Animation kürzen wollen würdet oder erst ab einem gewissen Frame anfangen wollen würdet, könntet ihr das ändern. Ich lasse es jetzt hierfür einfach mal und drücke wieder Export Selection. So, und das war jetzt das ganze Hexenwerk in Maya. Und wir können zu Unreal wechseln. Ich habe das schon mal gemacht. Wir öffnen also unser Projekt. Und das erste, was ich der Übersicht halber immer mache, ist einen neuen Ordner zu erstellen. Das können wir hier unten im Content Browser einfach, rechte Maustaste, New Folder, den benennen wir jetzt mal in Test, öffnen den. Und das Einzige, was wir jetzt noch tun müssen, ist auf Import drücken und unsere Figur suchen. Also erstmal die Figur mit dem Skelett, aber ohne Animation, das war das hier. Drücken auf Öffnen und es ist ein Skeletal Mesh, das wir importieren wollen. Das können wir alles lassen auf Default. Dann sollten wir nur darauf achten, dass Use T0 as Reference Pose aktiviert ist, Preserve Moving Group und Import Meshes and Bone Hierarchy. Die 3 sollten aktiviert sein. Den Rest können wir wieder auf den Default-Standard werten lassen. Und hier unten könnt ihr dann noch entscheiden, ob eure Texturen importiert werden sollen oder nicht. Und dann drücken wir einfach Import All und warten ganz kurz. Okay, jetzt haben wir hier unsere Figur importiert. Hier sind unsere Materials, die Texturen, unsere Figur. Die wurde richtig importiert und hat auch hier unsere Knochenstruktur übernommen. Und wir wollen das gleich jetzt für unsere Animation machen. Also drücken wir einfach Import, wählen unsere Animation aus. Und hier seht ihr auch, dass Unreal automatisch erkennt, dass es eine Animation ist, die zu unserem gerade importierten Skelett gehört. Sollte es nicht ausgewählt sein, könnt ihr einfach in dem Reiter euer Skelett auswählen, zu der die Animation gehört. Die Einstellungen lassen wir einfach, wie sie sind, und drücken auch Import All. Und jetzt hat es die Animation importiert. Die können wir jetzt anschauen, indem wir wieder in unser Figurenasset gehen und hier oben den Reiter Animation auswählen. Jetzt sehen wir hier unten alle Animationen, die jemals importiert worden sind und können unsere Animation-Test auswählen. Und dann spielt es auch automatisch schon unsere Animation ab, die wir haben wollen. Ja, und das war's eigentlich auch schon.